Campingurlaub mit dem eigenen Wohnwagen ist so beliebt wie nie. Der Wohnwagen ist für uns ein richtiges Highlight. Unser zweites Zuhause. Gibt es Vorteile gegenüber einem Wohnmobil und lässt sich im Vergleich etwas sparen? Aber du hast so schön den Preis hier mit der Tür versteckt. 101.000 € und 835 noch dazu. Macht ein Neukauf wirklich Sinn oder tut's auch ein Gebrauchter? Der ist von 2008, liegt bei 19.900 €. Ob Oldie, gebraucht oder neu, die Preise sind hoch, können sich aber rechnen. Verlustfrei tatsächlich wiederverkauft. Ja. Ja? Ja. Wahnsinn. Also die sind so wertstabil. Die sind oft so wertstabil. Daniel Assmann geht auf Recherchereise, jetzt in ausgerechnet Wohnwagen. Die Wohnwagenpreise gehen durch die Decke, genauso wie die Wartezeiten für Neufahrzeuge. Ich möchte herausfinden, was ist da los auf dem Wohnwagenmarkt? Was bekomme ich aktuell für mein Geld? Wann lohnt sich der Kauf eines neuen Wohnwagens und wann greife ich eher zum Gebrauchten? Wie sieht es mit Wartezeiten aus? Und warum greifen so viele Camper eher zu einem Wohnwagen statt zu einem anderen Freizeitmobil? Das finden wir jetzt raus in ausgerechnet Wohnwagen. Campingurlaub. Spätestens seit Corona extrem beliebt. Knapp 740.000 Wohnwagen gibt es in Deutschland. Allein im vergangenen Jahr gaben die Menschen hier für neue Modelle 1,1 Milliarden € aus. Um die Faszination Wohnwagen zu verstehen, fragt Daniel auf einem Campingplatz in Hunsrück die es wissen müssen. Wohnwagen-Neulinge und Nostalgiker. Wie lange habt ihr den? Ist jetzt 5 Jahre wird der alt. Und was habt ihr vor 5 Jahren bezahlt? Knapp was an die 30.000 €. Wonach habt ihr euch denn euren Wohnwagen ausgesucht? Optik, Preis. Wissen Sie noch, was Sie damals bezahlt haben? Um die 8.000 D-Mark. Der Wohnwagen kostet irgendwas, ich glaube, an die 70 € Steuern. Und was habt ihr bezahlt für den? 20.000 ungefähr. Wir bezahlen 400 €, glaube ich, im Jahr für die Versicherung mit Vollkasko. Aber jetzt nicht vor kurzem, oder? Den haben wir gestern abgeholt. Echt? Der ist nagelneu, ja. Ja? Wenn Sie sich jetzt mal heute aktuell die Preise anschauen, wie empfinden Sie die denn? Das ist schockierend. Lieber Wohnwagen als Wohnmobil? Definitiv. Ja? Wohnmobil kostet fast das Dreifache. Warum kein Wohnmobil? Warum der Wohnwagen? Wir möchten vor Ort gerne was unternehmen. Wir sind ja nicht nur hier, wir sind ja auch mal in den Bergen. Wir möchten irgendwo hochfahren und dafür haben wir halt noch das Auto und das kannst du mit einem Wohnmobil nicht immer direkt so machen. Also für uns ist es tatsächlich ein Stück Freiheit. Der Wohnwagen ist für uns ein richtiges Highlight. Ja. Das ist, Unser zweites Zuhause. Diese Wagen möchte ich niemals mehr im Leben missen. Niemals. Ich bin ja nun seit 2004 Rentner und man hat eine ganz andere Einstellung bekommen. Und deswegen pflege ich nicht nur meine Frau, sondern pflege ich auch den Wohnwagen. Ich sag mal so, wir sind ja fast unter uns. Was kommt denn als erstes, der Wohnwagen oder Ihre Frau? Sag mal, ist alles gut? Also was ich immer wieder gehört habe, ist auf jeden Fall die Flexibilität mit einem Wohnwagen. Das scheint so das Kriterium zu sein der Leute, der Camper, warum sie sich für einen Wohnwagen entscheiden. Sie wollen den Wohnwagen einfach vor Ort abstellen und dann aber eben mobil sein mit dem eigenen Auto, um Dinge zu erkunden. Also ich glaube, das ist so das Argument, was für den Wohnwagen spricht. Wer im Westen einen Wohnwagen kaufen will, kommt an Mülheim an der Ruhr kaum vorbei. Hier ist seit 1959 die vermutlich längste Caravan-Verkaufsmeile Europas. Auf 5 Kilometern verkaufen und vermieten hier knapp 30 Händler Campingmobile. Und die Geschäfte laufen gut. Vielleicht spielen Sie ja auch mit dem Gedanken, sich einen neuen Wohnwagen zu kaufen. Und deshalb verschaffen wir uns jetzt erstmal gemeinsam hier einen Überblick. Wo geht es preislich überhaupt los bei den Neufahrzeugen? Für wen ist welches Fahrzeug gedacht? Kann man preislich irgendwo was sparen? Mit welchen Kosten rechnen wir jetzt noch gar nicht? Die Antworten kriegen wir jetzt hier in Mülheim. Bedeutet große Konkurrenz auch große Schnäppchen? Beim Preis muss Daniel zumindest zweimal hinschauen. Das ist ja schon erstaunlich, ne? Grundpreis 29.000 €, aber dann muss der Blick hierhin wandern, Kaufpreis 41.000 €. Also nochmal, also man kann anscheinend so viele Extras sich hier noch dazu kaufen. Zur Grundausstattung kommt meist nämlich jede Menge Zusatzausstattung und damit auch jede Menge Zusatzkosten. Fenster im Heck Serie, müssen wir nicht extra bezahlen. Ah, ist ja super. Verkauft für 37.500 €. Lassen auch Sie sich begeistern. Ja, wollen wir mal sehen. Unter 25.000 € geht hier nichts. Da habe ich noch nichts gefunden. Also hier 51.000. So, hier sind wir bei 33.000, 39.000, 41.000,
Also das ist schon nicht ohne, muss man sagen, ne? Auf 9000 Quadratmetern verkauft Geschäftsführer Kai Donau hier jedes Jahr bis zu 140 neue Wohnwagen. Zu Preisen von 20.000 bis mehr als 100.000 Euro. Von dem Vollblutcamper will Daniel wissen, wie Käufer bei dem riesigen Angebot das Richtige für sich finden können. Los geht's mit einem preiswerteren Einsteigermodell. Ich sag mal, am liebsten würdest du natürlich alles verkaufen, ist klar. Aber was macht wirklich Sinn? Wo sagst du, ja komm, da lohnt es sich wirklich zu investieren, weil das macht den Urlaub am Ende schöner? Gut, ich muss zum einen gucken, nutze ich ihn ganzjährig. Dann habe ich also bei so einem Fahrzeug eine Warmluftanlage, die oft auch serienmäßig ist, aber dann sollte man eine Warmluftanlage dabei haben, damit ich die warme Luft noch besser verteilt habe. Dann ist ein Riesenthema Zuladung. Deswegen haben die meisten Fahrzeuge hier bei uns auch eine Auflastung, damit ich einfach mehr Zuladung habe. Okay, also sehe ich gerade, Auflastung wird jetzt hier 455 Euro kosten. Genau. Also das macht Sinn, alles klar. Ja. So, dann hast du gesagt, für die Wärme, Warmluftverteilung, ne? Genau. 335 Euro, okay, macht auch Sinn. Und was würdest du sagen, kommt da noch was anderes zu? Dann ist so eine große Frage, hier ist jetzt noch eine Markise dran. Ja. Markise sind halt gleich wieder 1200 Euro, Okay. aber halt Komfort. Ja. Komfort ist auch das Stichwort bei der Innenausstattung. Kunden können verschiedene Grundrisse wählen. Zum Beispiel mehr Wohnraum für Paare oder Doppelstockbetten für die Familie mit Kindern. Was Kleines, Kompaktes. Ja. Kleines, kompaktes. Ja. Trotzdem alles drin, schönes Doppelbett, Küche, Kühlschrank, natürlich Was haben wir hier? Bad, Bad. mit Toilette Ja. und zum Teil auch Duschmöglichkeit. Okay. Schrank. Und Heizung. Sitzgruppe dazu. Super. So, dann jetzt 29.000 Euro. Für wen ist denn jetzt welcher Grundriss eigentlich sinnvoll? Weil der Grundriss ist ja, glaube ich, so das A und O, ne? Worüber sich die Wagen dann auch unterscheiden. Ne? Ja, da ja sehr viel draußen stattfindet, ist für viele einfach Bett total wichtig. Einzelbett oder Doppelbett. Dann eine Frage der Sitzgruppe. Hier sind wir halt wirklich in einem sehr kompakten Reisekarawan. Ja. Anschlüsse für Fernseher und Co., viele Fenster für viel Licht sowie Größe und Ausstattung der Küche treiben den Preis in die Höhe. Dazu die Wahl der Materialien wie Sitzbezüge und Schrankfronten. Zur Grundausstattung gehören immer die Sanitäranlagen mit Toilette und Dusche. Wer kauft denn eigentlich ausgerechnet einen Wohnwagen? Wer ist das? Was sind das für Leute? Weil ich könnte ja auch ein Wohnmobil kaufen oder ich könnte ja auch sämtliche andere Freizeitmobile kaufen. Aber Wohnwagen, warum Wohnwagen? Also mit dem Wohnmobil bin ich ja eigentlich eher so heute hier, morgen dort, also fahre noch viel mehr weiter. Ja. Und mit dem Wohnwagen habe ich halt doch eher mal mein Domizil, was ich vielleicht auch aufbaue, wo ich halt ein paar Tage bleibe und dafür aber auch einen PKW vor Ort habe, mit dem ich dann halt Tagesausflüge machen kann. Okay, ja. Wie lange bist du jetzt schon Camper? Ich bin im Wohnwagen geboren. Nein, ich bin im Wohnwagen nicht geboren, aber gezeugt. Ja? Wird behauptet. Ich war dabei, aber ich kann mich nicht erinnern. Nicht erinnern, ey. Ja, super. Und also immer schon. Ja. Der nächste Wohnwagen ist 1 Meter länger und bietet Platz für bis zu 4 Personen. Ich gucke natürlich als erstes wieder am Preis. Sind wir jetzt ungefähr, sind wir jetzt bei 36.000, 7.000 Euro ungefähr mehr, ne, als gerade der. Ja. Schönes, großes französisches Bett, große Rundsitzgruppe, wo du dich auch mit 5 Mann mal hinsetzen kannst. Ja. Aber der hat dann einfach auch mehr Raum, den stelle ich halt eher mal hin und bleibe ein paar Tage vor Ort. Okay. Und irgendwo steigt der Komfort ja meistens auch, wenn man so ein bisschen älter wird. Ja? Ja. Also, Die Evolution des Wohnwagens quasi. ja, so ein bisschen. Ja. Okay. Doch damit steigen auch die Preise. Das nächste Modell bietet Technik auf dem neuesten Stand der Wohnwagen-Evolution, aber Retro-Look aus der Vergangenheit. Daniel will von Verkäufer Kai Donau wissen, wie Wohnwagenkäufer sparen können. Also ich sehe auch hier mit 36.000 Euro, man muss schon eine gewisse Summe einfach investieren. Wenn ich sage, ich finanziere das. Oder wenn ich sage, so, ich lege dir jetzt hier die 36 bar auf den Tisch. Wie kann ich sparen? Konntest du mir da noch entgegenkommen? Oder? Ist momentan bedingt durch die mangelnde Verfügbarkeit ist der Handel da nicht so flexibel wie vielleicht zu Jahren, wo mehr rumsteht. Ja, aber es ist nett ausgedrückt als Verkäufer. Da ist der Handel nicht so flexibel. Heißt, wir haben das nicht nötig. Oder? Komm, sei ehrlich.
Nein, wir kriegen aktuell auch weniger Ware. Also ich sag mal, Ja. du musst auch tatsächlich gerade gucken, dass du mit der wenigeren Ware, die du kriegst, deine Mannschaft durchs Jahr kriegst. Absolut, ja. Also heißt Anfrage hoch, wenige Ware aber und demnach kommt auch der Preis zustande, dass die permanent steigen gerade. Dann kann es natürlich mal sein, wenn es denn der passende Wagen ist und der als Ausstellungswagen irgendwo noch mal stehen geblieben ist, dass der etwas günstiger ist. Jahreszeitlich kann man so sagen, so zum Ende der Saison, also Modelljahreswechsel ist normalerweise im Sommer. Wenn dann noch mal was da ist und passt, kann man da auch noch mal ein bisschen was sparen. Ja, okay. Und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier, sag ich mal, 50.000 Euro über, ich möchte jetzt hier einen bestellen, kriege ich den jetzt noch zu der Zeit? Wie lang sind die Lieferzeiten aktuell oder ist es dann schon zu spät für diese Saison für mich? Wenn Bauplätze da sind, haben wir trotzdem immer, was jetzt Wunschfahrzeug angeht, so 3 Monate, die man auf jeden Fall dazwischen braucht, damit man all diese Wünsche erfüllen kann, weil das Material und so ja auch kommen muss. Bei den meisten sind wir mittlerweile bei 6, 7, 8 Monaten Lieferzeit aktuell. Ja. Oder man guckt halt das, was der Händler vielleicht bestellt hat und noch da ist, ob da das Passende dabei ist. Dann kann es auch mal schnell gehen. Also das, was draußen steht, ist in der Regel kurzfristig verfügbar. Gleich mehrere Evolutionsstufen höher beginnt der Wohnwagen-High-End-Bereich. Preis ab 80.000 Euro. Sonderausstattung kostet auch hier extra. Mein Gott. So, hier hast du jetzt mal Komfort pur für 2 Personen. Ja? Ich guck mal einmal rein, ja? Ja, gerne. Der ist jetzt gerade noch nicht aufgebockt. Okay. Das machen wir aber gleich, weil der hat eine automatische Hubstützenanlage. Also da brauchst du nicht mal mehr selber kurbeln. Mehr als 8 Meter lang, Lederbezüge, Dachmarkise, beheizte und isolierte Abwasserleitungen. All das hat natürlich auch seinen Preis. Boah, also hier hat man auf jeden Fall Raumgefühl, ne? Aber du hast so schön den Preis hier mit der Tür versteckt. Da ist er nämlich. 101.000 Euro und 835 noch dazu. Unglaublich. Wie oft verkaufst du den? Den haben wir tatsächlich bisher knapp 15 Mal verkauft. Ja? Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Der kann auch alles von Warmwasser, Fußbodenheizung, Klimaanlage, wie gesagt, diese Hubstützenanlage, Satellitenanlage, automatisch und. Also die haben natürlich dann schon einen riesen Komfort. Lass uns mal kurz über den Wertverlust sprechen. Weil warum sollte ich mir einen neuen Wohnwagen kaufen, wenn ich vielleicht nach einem Jahr schon, ich weiß es jetzt nicht, 6.000, 7.000 Euro sparen kann? Verrat's mir. Also A, ist nach einem Jahr gar nicht so viel. Okay. B, was wir momentan sehr deutlich sehen, die Fahrzeuge, die jetzt so 8 oder 10 Jahre alt sind, haben wirklich sehr geringe Wertverluste. Also da reden wir auf die lange Zeit zum Teil von 500 oder 1.000 Euro im Jahr. Zum Teil sogar fast nichts. Letztendlich habe ich ja auch ein ganz anderes Produkt, als wenn ich mir einen 8 oder 10 Jahre alten kaufe. Verlustfrei tatsächlich wiederverkaufen? Ja. Ja? Wahnsinn. Also die sind so wertstabil? Die sind oft so wertstabil. Lange Wartezeiten, kaum Verhandlungsspielraum. Wer einen neuen Wohnwagen will, muss nehmen und zahlen, was da ist. Modelle mit genug Platz für eine 4-köpfige Familie gibt's ab 25.000 Euro. Dafür verlieren Wohnwagen nur wenig an Wert. Wohnwagen haben eine lange Geschichte. Schon Ende des 19. Jahrhunderts, vor Erfindung des Autos, reisten in Großbritannien Menschen mit Wohnwagen, die von Pferden gezogen wurden. In Deutschland erfand Peitschenhändler Arist Detlefs 1931 das Wohnauto als Hochzeitsgeschenk für seine Frau. Zunächst als mobile Dienstwohnung gedacht, entwickelte sich der Wohnwagen ab den 50er Jahren zu einem Statussymbol und hat bis heute Hunderttausende Anhänger. Um Wohnwagenfans in freier Wildbahn zu erleben, fährt Daniel zum jährlichen Camping-Oldie-Club-Treffen nach Kastellaun. Die Vereinsmitglieder kümmern sich um Erhalt und Restaurierung von Oldtimern. Von ihnen will Daniel wissen, wie wertstabil Wohnwagen sind und was sich an der Qualität in den vergangenen Jahrzehnten getan hat. Ich habe den ehrlich gesagt oder sowas noch nie gesehen. Was ist das für ein Wohnwagen? Der nennt sich Favobo. Das steht für Fahren, Wohnen, Boot fahren. Also das Dach ist ein Boot. Ach, das kann man umdrehen einfach? Das kann man umdrehen als Boot. Und es gab noch Vorgängermodelle und dies ist das letzte Modell. Das ist komplett aus GFK, glasfaserverstärkten Kunststoff hergestellt worden. Das war ja so Anfang der 60er der Zeit, dass man auf Polyester, auf das GFK umgestiegen ist. GFK, Plastik, war damals hochmodern, toll. Ne? Kolani und so weiter, die machten tolle Dinge, runde Formen, ne? Aber viel aus Kunststoff. Und da war das aus Holz nicht mehr so modern. Egal ob Holz oder Plastik, als Oldtimer gelten Wohnwagen, die vor mindestens 30 Jahren ihre Erstzulassung erhalten haben.
Daniel trifft auf einen Wohnanhänger mit Seltenheitswert, die sogenannte Knospe. Nur 1000 Exemplare wurden je gebaut. 60 Besitzer sind heute noch registriert. Toll. So sah der dann damals aus. Ja, Ach, guck mal genau. her. Das sind unterschiedliche Typen. Das Ja. ist die mittlere Größe. Aha. Dann gab es den noch mal so ein Stück kürzer und zweimal so ein Stück eben länger. Hat sich denn Camping für Sie verändert? Die Menschen, also im Club, die sind einfach geselliger. Das ist ein bestimmter Typ Mensch. Ach, Ja. da kommt ja mein Mann auch noch. Hallöchen. Da sind Sie einmal weg, da ist das Fernsehen da, ne? Da denkt man an nichts Böses. Ich bin froh, dass die Frau das macht. Aber wir haben schon alles erfahren. Sie haben ja ein wirklich tolles Schätzchen da, ne? Muss man ja echt sagen. Also ich meine jetzt, also Ihre Frau auch, aber ich meine jetzt auch Ihren Wohnwagen. Auch das nächste Modell, ein großes, kleines Schätzchen. Ihr Vorzelt ist ja größer als Ihr Wohnwagen. Das ist ja niedlich, das Teil. Der ist ja süß. Also jeden Tag versteckt sich tatsächlich noch ein Wohnwagen. Von der Seite sieht man wirklich, wie klein und wie kurz der ist. Also nicht mal 2 Meter. Ja. So. Ja, geil. Also so kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, wie groß er oder wie klein er ist. Ne? Weil ich bin ja auch nicht der Größte, muss man sagen. Oldie but Goldie. Die Liebhaber schwören auf ihre Oldtimer. Aus welchem Jahr ist der denn? Der ist von 1978. 1978. Mhm. Und wie lange haben Sie den jetzt schon? Seit 2019. Ist es, weil es noch einfacher ist, noch mehr am Camping dran, so wie es früher war eben? Oder wie würden Sie das beschreiben? Für uns ist es normal. Wir haben eigentlich noch nie einen richtig neuen Wohnwagen gehabt. Deshalb ist es für uns das Oldtimer-Camping, das Camping, was wir lieben. Ja. Was haben Sie bezahlt, wenn ich fragen darf? Das war vor Corona-Zeit ein bisschen weniger. Also wir haben um die 3.000. 3.000? Ja. Und heute sieht er aber ganz anders aus, ne? Wenn Sie heute sich mal die Preise anschauen. Ja, es ist ein bisschen überteuert heute. Wenn ich mich jetzt dazu entscheide, einen Wohnwagen zu kaufen, warum würden Sie jetzt sagen, guck dir mal einen alten an, weil? Weil einfach die Qualität und auch das Interieur in den Oldtimer-Wohnwegen wertiger ist und anders ist wie in den neuen. Die neuen haben auch ihre Vorteile. Bei uns ist einfach das Interieur von dem zum Beispiel was ganz anderes. Bis Ende der 70er Jahre wurden oftmals Massivmöbel verbaut. Aufgrund des Gewichts wurde ab Anfang der 80er Jahre mehr und mehr auf Spanplatten und Leichtbauweise gesetzt. Man sieht's auch, ne? Also man sieht das sofort, was Sie meinen. Das ist einfach das ist was anderes. Wirklich was anderes, ganz klar. Muss man wirklich sagen. Zurück in Mülheim an der Ruhr, auf der längsten Caravan-Verkaufsmeile Europas. Wer es dem Oldie-Schnäppchen gleichtun will und ohne lange Wartezeit sofort aufbrechen möchte, der sollte sich auf dem Gebrauchtwohnwagenmarkt umsehen. Roland Rimkus ist passionierter Camper und Verkäufer. Du bist der Roland, ne? Genau. Ich bin der Daniel. Hi. Grüß dich. Hast du gerade hier frisch gemacht, den Wagen, ja? Ja. 18.890. Geht der schnell weg, oder? Wird das lange hängen, das Schild, oder verkauft ihr momentan auch recht? Also ich sag mal so, wir haben ja beides. Wir haben Renner und wir haben Penner. Ja. Das heißt, die Fahrzeuge suchen sich ja irgendwie immer ihren Kunden. Ne? Ja. Also, das heißt, wenn Leute kommen oder Familien oder Interessierte kommen, die machen erst mal eins, die machen auf, gucken rein. Ja. Wenn es gebrauchte Fahrzeuge sind, dann machen die Frauen in Nanosekunden einmal ein Näschen rein und sagen, Karl-Heinz, komm, das ist nicht unser. Ja. Es muss passen. Ja. Ich war nämlich auch beim Neuwagenhändler. Saß da in einem, der hat 29.000 € gekostet, hinten Zweierbett, bisschen was größer auch. Hast du was in dem Bereich, ich sag mal, ich möchte jetzt 10.000 € sparen. Hast du irgendwie was um 19.000 so ja, für mich? Hätten wir da. Ja? Mal mitkommen. Die Preisspanne beim Gebrauchtwagenhändler beginnt hier in der gleichen Ausstattungskategorie bereits bei 16.900 €. Der ist von 2008, liegt bei 19.900 €. Okay, 2008. Okay, also schon 14 Jährchen. Ich gehe mal einmal rein, ja? Ja, gerne. Der Neupreis lag bei diesem Gebrauchten bei 25.000 €. Nach 14 Jahren also nur 5.000 € Wertverlust. Warum sollte ich mir denn aus deiner Sicht einen Gebrauchten kaufen? Also oftmals ist es so, dass ein Gebrauchter den Vorteil hat, dass er ziemlich viel Zubehör hat.
Hier ist zum Beispiel eine Klimaanlage oben verbaut. Aber das hätte ich ja bei den neuen auch alle gekriegt, ne? Mit den Ausstattungspaketen, oder? Da ja, mit den Paketen, aber die kosten ja dann wieder was. Ja. Das heißt, wenn du einen neuen hast als Grundbasispreis, sagen wir mal 25.000 € oder, oder 30.000 €, dann kommt das ja dazu. Eine Klimaanlage mit Einbau kostet schnell mal 3.000 €. Ja. Mit Solaranlage, die zum Teil dann in den Gebrauchten manchmal verbaut sind. Das ist dann eben halt der Vorteil. Ich kann dann ein bisschen was sparen. Ja. Ein weiterer großer Vorteil, die Verfügbarkeit. Wer hier ein passendes Modell findet, kann es sofort mitnehmen. Ohne lange Liefer- und Wartezeiten wie bei neuen Wohnwagen. Also ich würde beim gebrauchten Wohnwagen immer Folgendes machen. Mir die Zeit nehmen, dieses Teil ganz genau mir anzusehen. Ja. Kästen aufmachen. Auch hier die Türen aufmachen. Ja, komm, wir machen direkt mal auf. Hier. Und wonach dann, muss ich denn, ich mache dann hier auf und dann, wonach muss ich dann gucken? Also einfach mal mit einer Taschenlampe oder mit dem Handylicht leuchten, ob irgendwo Wasserflecken sind, die auf eine Undichtigkeit hinweisen könnten, die vielleicht schon repariert ist, oder ob es schwarze Flecken sind, wenn also Schimmel zum Beispiel da ist. Ja. Der Preis bei gebrauchten Wohnwagen richtet sich also hauptsächlich nach Zustand und Ausstattungspaket. Wichtig ist außerdem die Grundsubstanz des Fahrzeugs. Rost im Unterbau oder Feuchtigkeit in Zwischenräumen können schnell zu teuren Folgereparaturen führen. Deshalb bei der Besichtigung überall ganz genau hinschauen und Mängel festhalten. Einfach mal darauf achten, hier bei diesen Stellen, gibt es hier irgendwo, was weiß ich, Feuchtigkeit, dass man, wenn es geht, hochheben, es hat sich da Grünspan angesetzt, weil dann könnte schon mal Wasser reinlaufen und dann sitzt das eine ganze Zeit und dann wird das dann irgendwann grün. Ne? Also ich höre schon, Feuchtigkeit ist eben der Killer Nummer 1. Ne? Feuchtigkeit ist das Schädlichste, was es gibt. Ja, vielen Dank. Nix zu danken. War super bei dir. Herzlichen Dank. Komm gut nach Hause. Ja. Und grüß mir alles, was Hattingen. da... Hattingen. Kommst du aus Hattingen? Ja, sicher. Aber wer das noch nicht weiß, das weiß aber, ich will sagen, 90% der Zuschauer, das wissen das aber. Hör mal, hätte ich das gewusst. Hattingen ist ja nur ein kurzes Stück von uns entfernt. Tschüss. Wer sich für einen Gebrauchten entscheidet, spart vor allem bei bereits vorhandenen Sonderausstattungspaketen, kann mit dem Wohnwagen sofort in den Urlaub starten und hat bei guter Pflege auch nach Jahren noch einen guten Weiterverkaufspreis. Zurück zu den Neuwagen. Daniel besucht eine Produktion in Nordrhein-Westfalen. 2021 liefen 48.273 Wohnwagen von den Bändern deutscher Hersteller. So, jetzt möchte ich mal hinter die Kulissen blicken und möchte herausfinden, wie wird so ein Wohnwagen eigentlich gebaut und wo entstehen dabei die meisten Kosten? Und wir versuchen auch die Frage zu klären, warum müssen die eigentlich alle weiß sein? Das finde ich jetzt raus hier bei einem Hersteller in Sassenberg. Das Unternehmen LMC aus dem Münsterland baut seit 1955 Wohnwagen. Mehr als 500 Mitarbeitende arbeiten im Werk. Einer von ihnen, Markenverantwortlicher Bodo Diller. Er reist mit Daniel erstmal in die Vergangenheit, zum ersten Modell des Unternehmens. Daniel, grüß dich. Hallo. Hi. Hallo. Kommt gerade frisch vom Band, oder? Genau, das ist unser Ursprung. Ne? Schon ein bisschen länger vom Band gelaufen. Ja. Ja, so hat es angefangen. Schön, sieht richtig toll aus. Welches Baujahr hat es? Baujahr 1963. Ja. Gestartet sind wir 55 mit den Fahrzeugen. Das ist der Ursprung. Wurden 10, 11 Jahre gebaut, bevor dann der konventionelle Caravan wirklich gebaut wurde. Ja. Boah, ich möchte unbedingt mal reingucken. Originalpolster, Kochecke und der obligatorische Tisch zum Hochklappen hatten Anfang der 60er Jahre einen Verkaufspreis von 4.300 D-Mark. Aktueller Sammlerwert 10.000 €. Toilette, Fehlanzeige, dafür aber ein ganz besonderes Dach. Mit Lüftungsfunktion. Ja, du kannst also wirklich auch hochheben. Ach so. Ja, genau. Ja, also Cabrio machen wir auch daraus. Mega. Und was würdest du jetzt sagen, was ist denn so der größte Unterschied zwischen den modernen Fahrzeugen, wie ihr sie heute baut, und dem alten Schätzchen hier? Heute sind die Fahrzeuge meistens schon größer und natürlich auch nicht mehr in dieser massiven Bauweise. Wir gehen jetzt mehr auf Leichtbau, Sandwichbau. Und ja, es ist natürlich nicht mehr zum Auseinanderkurbeln und viel mehr Elektrik, natürlich viel mehr Komfort in den Fahrzeugen drin. Um einen modernen Wohnwagen zusammenzubauen, braucht es knapp 100 Mitarbeitende.
Gearbeitet wird in 4 Produktionsbereichen: Versorgungsleitungen, Möbeleinbau sowie die Wanddachmontage. Aber los geht's mit dem Fahrgestell, dem sogenannten Chassis. Wir können dieses Chassis für mehrere Fahrzeugvarianten nehmen. Ah, okay, wenn mal länger werden soll. Bodenlängen okay. etc., genau. Ja. Aber So. die Teile jetzt hier, also das jetzt hier, der Rahmen und so weiter, das wird euch alles zugeliefert, ja? Das wird uns jetzt zugeliefert, genau. Das wird bestellt von unserer Konstruktion. Ja. Wie international ist so ein Wohnwagen? Aus wie vielen Ländern kommen die ganzen Teile hier bei euch zusammen? 18 Länder haben wir im Schnitt, Ja, die in so einen ja. Wagen reinliefern. Wahnsinn. Ja. Und dann im Nachgang fährt man dann mit dem Wohnwagen alle 18 Länder ab und macht da Urlaub, richtig? Im besten Fall machst du das Alles so. klar, Genau, ja. gut. Auf jeden Fall haben Sie dann die nächsten 18 Jahre keine Sorgen mehr. Ja. Insgesamt besteht ein Wohnwagen aus ca. 8000 Einzelteilen. 4000 Teile werden allein für Kleinmaterial wie Schrauben benötigt und weitere 4000 Teile je nach Sonderausstattung per Hand verbaut. Auf den ersten Blick, sage ich jetzt mal, ist hier irgendwie gefühlt mehr Handarbeit. Kann das sein? Wir machen hier, wie gesagt, Sonderbau. Ja. Der Kunde stellt sich das Fahrzeug zusammen und das zu programmieren und alles umzusetzen, ich glaube, das wäre mehr Probleme hätten, als wenn wir es halt eben mit dem Menschen machen. Und der Mensch sieht ja auch noch mal mehr wie die Maschine. Aber am Ende auch, weil ich möchte natürlich auch so ein bisschen auf den Preis verstehen. Manchmal habe ich so das Gefühl, warum sind die für mein Empfinden relativ teuer? Jetzt nicht eure Marke, sondern generell der Markt, weil da ist kein Motor drin, da ist das nicht drin und so. Bei uns geht schon los mit dem Frischwassertanks oder sonst was. Das ist immer noch ein Sonderbau. Ja. Das hört sich immer viel an mit dem Camping, aber es gibt 2, 3 Hersteller, die diese Qualifizierung haben. Ja. Und das kostet auch richtig Geld, Entwicklung und auch Auflagen. Ja. Und diesbezüglich sind das auch wieder teilweise Klamotten, die extra angefertigt werden für diese Fahrzeuge. Ja. Deswegen entstehen diese Preise. Alle Arbeitsschritte sind exakt durchgetaktet. Rund 7 Stunden dauert der Zusammenbau. Wie viele Minuten haben wir denn noch? Kann ich mir noch was Zeit lassen? Oder? Ich sag mal so, wenn du jetzt bei uns auf Taktzeit arbeitest, müsstest du noch ein bisschen Personal beistellen. Dann kriegen wir es nicht hin. Ja gut, alles klar. So, handfest reicht nicht, oder? Ja, der Rest macht ja dann der Automat. Das ist eine Sicherheitsschaltung. Ah, und dann den hier? Genau. Festhalten, festhalten. Aber trifft der den? Bist du nicht drauf? Nee. Normal. Sieht einfacher aus, ne? Aber, ja, wirklich. Nee, hat er wieder. Nein. Ach du Scheiße, aber die Zeit, die rennt hier und... Kostentreiber sind vor allem individuelle Grundrisse. Deshalb kann hier kaum serienmäßig am Fließband produziert werden. Was ist denn jetzt eigentlich so das teuerste an dem Wohnwagen? Ist das die Basis oder? Das teuerste ist schon wirklich das Chassis. Ja, das ist der größte Anteil. Wir haben mal so ein bisschen so 25% ist Metall bei uns der Anteil, 25% auch Kunststoff und Holz. Und der Rest verteilt sich dann ein bisschen auf Elektro und natürlich auf Textilien. Okay, also Metall und Holz macht schon die Hälfte des Preises Ja, genau. am Ende aus. Okay. Mhm. Nächster Arbeitsschritt: Leitungen und Möbel. Da kommen halt die ersten Möbelteile schon mit rein. Okay. Versuchen immer, möglichst viele Möbelteile vorab zusammenzubauen und dann hier reinzubringen. Okay. Ja, also wirklich möglichst wenig Montage im Fahrzeug. Das Fahrzeug, was jetzt hier gebaut wird, der Wohnwagen, was wird der am Ende kosten? Ungefähr? Ja, der kostet Grundpreis 23.100 €. Ja. Und da kommen natürlich noch Optionen dabei. Ja, je nachdem, was der Kunde wünscht, geht so Richtung 27, 28. Okay. So, ich möchte ja sagen, jetzt wird das Herzstück eingebaut. Ne? Jetzt kommt das Allerwichtigste. Ja. Das ist auch wieder eine Komfortfunktion, die wir eingebaut haben. Ja. Oder einbauen. Hatte die Knospen noch nicht. Okay, wo wir gerade beim Geschäft sind. Ist das ein gutes Geschäft für euch? Also Momentan Geschäft, ja, oder? Das Geschäft ist schon gut, der Boom ist natürlich da, aber wir haben auch viele Schwierigkeiten. Ja. Das Thema Materialien zu bekommen. Chassishersteller ist gerade ein Riesenthema, die Chassis zu bekommen. Ja. In der richtigen Menge, in der richtigen Zeit. Ja. Und eigentlich können wir noch viel mehr bauen, wenn wir auch noch mehr Material bekommen würden. Ja. Durch Lieferengpässe steigen die Preise für die Kunden in diesem Jahr um satte 10%. Für nächstes Jahr prognostiziert die Geschäftsführung weitere Preiserhöhungen. Woran kann ich Qualität erkennen als Käufer? Qualität erkennst du natürlich einmal daran, einfach welche Materialien sind verbaut. Wir haben hier zum Beispiel GFK-Dach, ganz wichtig, hagelresistent und auch leicht. GFK ist leicht und hagelresistent, das heißt, hier kommt schon mal weniger Beschädigung stattfinden. Ja, hier haben wir ein Hammerschlagblech, haben wir teilweise auch Glattblech. Wenn man auf normales Alu hier drauf hagelt, hast du sehr viele Schäden. Die letzten 2 Schrauben und somit Endspurt für den Wohnwagen und für Daniel. Aber eine Frage bleibt. Von außen sehen die alle relativ gleich aus. Woran liegt das? Vor allem, die sind fast alle weiß. Sind alle weiß, verschieden beklebt meistens oder auch lackiert. Ja, unsere mit am schönsten natürlich. Aber klar, die Grundfarbe ist immer weiß. Liegt einfach daran, je mehr Farbe du anbringst,
desto teurer wird es natürlich. Egal, ob du lackierst bei einem Glattblech oder beklebst, wie hier beim Hammerschlagblech, kommt immer noch ein Zusatzpreis dabei. Und über Preis haben wir schon gesprochen, wollen wir auch attraktiv anbieten. Moderne Konstruktionstechnik und Handarbeit gepaart mit Lieferengpässen. Das bestimmt zurzeit die Preisgestaltung bei den Neufahrzeugen. Aber wie fährt sich eigentlich ein solcher Wohnwagen? Um diese Frage zu beantworten, macht Daniel eine Testtour mit einem Leihfahrzeug. So, nachdem ich mir jetzt die unterschiedlichsten Wohnwagen mal angeschaut habe, möchte ich mir jetzt meinen eigenen kleinen mal mieten. Und die Betonung liegt da auf klein. Denn ich möchte ganz unten anfangen. Den günstigsten Wohnwagen, den man eben kriegen kann. Und das ist so ein Teardrop, so ein kleiner Wohnwagen, in dem man schlafen kann. Weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Ist das Einstiegsmodell und ich bin mal gespannt, ob es wirklich Spaß macht mit so einem kleinen Wohnwagen und ob man den überhaupt Wohnwagen nennen kann. Und deshalb geht es für mich jetzt auf nach Willig. Wer keine Erfahrung beim Ziehen von großen Anhängern oder nicht den passenden Führerschein hat, für den sind die Mini-Wohnwagen in Tropfenform. Kaufpreis ab 11.990 €. Ein gutes Einsteigermodell. Daniel trifft Vermieter Guido Peters, der ihm eine Einweisung gibt. Ja, machen wir so, ne? Ja. Da ist das Teil. Das ist das Teil, genau. Ja. Sieht dann am Ende doch kleiner aus, als ich dachte, muss ich sagen. Ja, aber es ist Platz genug da drin. Ja. Ausgelegt ist der sogenannte Teardrop-Wohnwagen für maximal 2 Erwachsene. Früher aus Massivholz gefertigt, hat er heute glasfaserverstärkte Kunststoffwände. Aber drin, wenn man jetzt mal so den ersten Blick so reinwirft, ist tatsächlich eher nur zum Schlafen. Also ich sehe jetzt kein Bad. Nein, Bad haben wir nicht. Haben wir denn, ist da denn irgendwie eine Kochmöglichkeit? Ja, oder Kochmöglichkeit haben wir. Da müssen wir einmal nach hinten gehen. Ja. Ah ja, ja. Hier gibt es dann auch eine Kühlbox. Ah, perfekt. Ja. Dann haben wir hier einen Gaskocher und eine Spülschüssel. Also wenn du dann anschließend deine Sachen spülen möchtest. Die Schränke. Ja, ja. Du hast hier noch eine Stromversorgung. Kosmetikspiegel. Ja, der ist wichtig. Warte, ich guck mal ganz kurz. Passt, ne? Ja, das geht, glaube ich, noch. Da kann man so stehen lassen. Dieser Wohnwagen hat ein 1,50 Meter mal 2 Meter großes Bett, Staufächer, Fenster und Küche und wiegt dabei lediglich um die 400 Kilogramm. Ich meine, ich gehe stark davon aus, ich habe mal meinen Führerschein mitgebracht. Ne? Vielleicht können wir das an der Stelle mal hier einmal, wo wir so kuschelig zusammenliegen, wo ist er denn, mal einmal besprechen. Das Fahrzeug, warte mal. Oh, was ist jetzt passiert? Habe ich zu viel gegessen, oder? Ich glaube, ja. Ja? Guck mal hier. Ja. Darf ich den fahren mit meinem Führerschein? Du dürftest mit diesem Führerschein den Anhänger ziehen, ja. Also ich habe einen ganz normalen Führerschein. Genau, ne? und das ist ja der Vorteil, dass man für diesen Anhänger keinen Anhängerführerschein braucht. Mit dem Gesicht darf ich das auch, oder? Ja, doch, das geht noch. Ja, das ist okay. Das heißt, das ist natürlich ein Riesenvorteil, ne? Dass die Leute keinen extra Führerschein jetzt brauchen, um den dann hier zu fahren und zu ziehen. Denn für Wohnwagen ab 750 Kilogramm braucht man in der Regel einen Anhängerführerschein. Also ich finde so, damit jetzt mal so zu beginnen und anzufangen, macht Sinn. Vor allem auch, um die Hemmung vielleicht so zu verlieren, hinten am Auto mal was dran zu haben, das zu ziehen, damit zu rangieren und so, weil größer ist ja jetzt am Anfang nicht unbedingt immer besser. Also ich habe hiermit zumindest, fühle ich mich ein bisschen sicherer, damit meine ersten Kilometer zu machen. Wohnwagen-Neulinge sollten vor dem ersten Urlaub unbedingt mit ihrem Gespann üben, um ein Gefühl für das Lenken und Bremsen zu bekommen. So Leute, jetzt geht das los hier. Ich bin gespannt. Denn fehlende Fahrpraxis kann schnell zu brenzligen Situationen oder sogar schweren Unfällen führen. Dank moderner Sicherheitssysteme hat sich die Zahl der Unfälle mit Personenschäden bei Pkw-Caravan-Kombinationen seit 2007 mehr als halbiert. Daniel will sich mit einem Fahrsicherheitstraining vorbereiten. So richtig sicher fühle ich mich nämlich nicht mit dem Anhänger hinten dran. Und da wollen wir doch mal sehen, wie weit man da gehen kann, wie so ein Auto sich verhält, wenn man vielleicht in bremsliche Situationen kommt. Und ja, ich bin schon ziemlich gespannt, muss ich sagen. Bei ADAC-Fahrtrainer Michael Tück in Weilerswist können Wohnwagenfahrer die Fahreigenschaften ihres Gespanns kennenlernen. Die Tipps vom Profi gibt's für 185 €. Der Kurs dauert 7 Stunden. Michael, hi. Hallo. Mal, stell die nicht so eng da, ne? Immer. Hast du ein großes Fahrzeug mitgebracht? Ja. Sag mal, ich bin bei dir, weil ich möchte von dir mal hören, worauf muss ich am Anfang aufpassen,
Bevor es überhaupt losgeht. Bevor du losfährst, Ladungssicherung checken. Wäre blöd, wenn das Goldfischglas runterfährt, ne, bei der ersten Bremsung. Dann hast du hier die Stützlast, also wo der Anhänger auf den Zugwagen drauf drückt. Also hier quasi jetzt der Punkt jetzt hier. Ja, oder genau, was? richtig. Ja. Das ist so die Achillesferse. Aha. Ja, ist da zu viel drauf, ja, dann wird der Wagen vorne zu entlastet. Ist da zu wenig drauf, ist der Anhänger am Watscheln. Okay. Und das wird gemessen. Lass direkt mal machen. Ja, ich hol das Ding mal gerade. Also hast du direkt da? Ja, okay. ich direkt da. Gut, also es geht um Stützlast. Ich habe das jetzt einfach hier so mal dran gekoppelt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das überhaupt rechtens ist. Die Stützlast des Hängers ist meistens an der hinteren Achse eingraviert, kann aber mitunter vom Stützlastwert des Autos abweichen. Diesen Wert findet man in der Regel im Fahrzeugschein. 100 Kilo. So, 100 Kilo, das heißt jetzt was genau? Der Schwächere gibt immer das Limit an. Ja, das heißt, wenn wir das jetzt drauf tun, dann darf es auf keinen Fall über 70 sein. Aber eine sichere Fahrt heißt, dass man so nah wie geht rankommt. Okay. Eine gute Stützlast macht ein sicheres Gespann. Ja, aber also wie, mit dem Gespann, wie kann ich denn die Stützlast denn dann ändern? Mit Beladung. Ob bei Daniels Gespann die Stützlast stimmt, stellt sich gleich heraus. Hierzu legt Michael Tück den Hänger auf die dafür vorgesehene Waage auf. Da sind wir schon. Guck mal, wie viel haben wir diesmal ab? Wie viel Stützlast haben wir? Was ist das? Kurz vor 70, glaube ich. Ist das 10er Skala? Ja. 68, irgendwie sowas? Genau, nee, 65. 65. Ist okay, ne? 70 dürfen wir, ist perfekt. Ja, okay. Ja? Also haben sie dir einen guten Anhänger schon schön ausgetrimmt mitgegeben. Ja. Wenn du jetzt was reinladen wolltest, müsstest du so laden, dass du das nicht viel veränderst. Der Modellversuch des ADAC zeigt, wie sich falsches Beladen auswirken kann. Liegt das Gewicht auf der vorderen Achse, fährt das Gespann bei 100 Stundenkilometer sicher. Je weiter sich die Last nach hinten verlagert, lässt sich der Wohnwagen immer schwerer kontrollieren und gerät im schlimmsten Fall ins Schlingern. Und selbst wenn bei richtiger Beladung das Gespann durch Windböen ins Schlingern gerät, lässt es sich relativ schnell wieder einfangen, während das Gespann falsch beladen außer Kontrolle gerät. Gut, das heißt, messen macht Sinn, einmal wiegen und dann weiß man Bescheid, ob man richtig. Jetzt guckst du mal rein, ob da drin noch irgendwas drin was rumfliegen kann. Schwiegermutter oder was? Muss ich jetzt hier großartig auf Sicherung achten und so? Ja. Ja? Wenn du jetzt hier zum Beispiel ein Tisch oder ein Stuhl nur drin liegen würde, ja, und musst plötzlich eine starke Bremsung machen, dann fängt das dran an, sich zu bewegen. Man unterschätzt das, wenn der Wohnwagen nicht richtig gesichert ist, dass man keine Notbremsung macht. Okay. Und guck auf Beschädigungen, guck, ob der Reifendruck passt. Und wenn du 100 fahren willst, musst du gucken, dass die höchstens 6 Jahre alt sind. Sonst darfst du keine 100 fahren. Ach, das auch noch? Ja. Aber da denkt man doch. Eben war ich noch nett, ne? Jetzt hört's ich wollte gerade auf. sagen, hat eigentlich Spaß gemacht, bevor ich hier war. Aber das Schöne ist, es steht drauf. Ja. Wo ist ja hier Dot irgendwas, ne? Genau, richtig. Da steht die Dot-Nummer, da ist die Nummer. Ja, alles klar. 1021 steht 2021. Hat der denn eigentlich hier hinten so ein 100er-Schild oder was? Hat der doch gar nicht dran. Muss ich so ein 100er-Aufkleber dran haben oder ist das gar nicht? Also der Anhänger muss für 100 zugelassen sein. Ja. Das steht im Schein drin. Okay. Und dann muss man zum Straßenverkehrsamt fahren und sich dieses Zeichen holen und draufkleben. Ja. Und dann darfst du dann 100 fahren, wenn das Gespann die Bedingungen erfüllt. Okay. Also typisch deutsch. Ja. Wenn, dann, wenn. Aber was ist denn jetzt hier mit dem Aufkleber? 80, hast keinen Aufkleber. Ach, ich darf jetzt so 80 fahren? Ja. Weil ich den Aufkleber gar nicht. Ja, das ist ja doof. Ich bin jetzt gerade schon mit 100 hingefahren. Das habe ich hier gerade gehört. Der Aufkleber fehlt. Ich sag mal, jetzt mit 80, das sind nochmal 20 km/h weniger. Das ist natürlich dann wirklich schon ja, so ein Nachteil, ne? Wenn man jetzt nur noch mit 80 mit einem Wohnwagen fahren darf. Das wäre mir jetzt persönlich zu langsam. Also ich würde da schon darauf achten, dass er am Ende dann auch 100 fahren darf. Der kleinste Anhänger hier wird auch am leichtesten zu fahren sein. Ist das ein Trugschluss oder ist das auch so? Nee, in den meisten Fällen ist es so. Einzige, wo der Kleine manchmal ein bisschen quirliger ist, wenn er rückwärts fahren muss, weil der schneller aus der Spur rausläuft. Ja. Da bist du mit einem trägeren, größeren Fahrzeug natürlich, es einfach langsamer geht. Ne? Ja. Aber so für den Anfänger, das macht schon einfacher, nicht zu groß anzufangen. Ne? Ja, okay. Ja gut, alles klar. Ja, sollen wir loslegen? Oder? Ja, fahren wir. Ja? Perfekt. Du kannst mich hören? Jo, kann ich hören. So, dann kannst du losfahren und fährst einfach rechts rum und bleibst so außen wie möglich. Dann kommst du automatisch an der richtigen Stelle an. Okay, probieren wir mal. Ich habe dir jetzt so einen großen Slalom-Parcours hier hingestellt. Es geht darum, herumzukommen. Und du hilfst dir jetzt mit einer ganz einfachen Geschichte. Du schaust immer dahin, wo du hin willst.
Slalom fahren, oder? Richtig. Wenn du einmal gemerkt hast, dass du ein bisschen ruppig gelenkt hast, dann hältst du dazwischen den Lenker kurz ruhig. Das ist wie so eine Pendeluhr, die du unten anhältst. Ja. Das geht nicht um Höchstgeschwindigkeit, sondern um ein ruhiges, sicheres Gespann. Haltlose Raserei. Hei, hei, hei. Ich fahre hier gerade mal 25 und denke, ich bin schon am Limit. Aha, aha. angeguckt. Ja, hast du auch getroffen. Ja? Weißt du, beim Motorradfahrer sagt man, guckst du Scheiße, fährst du Scheiße. Geht auch beim Anhängerfahren, ne? Nur dahin gucken, wo man hin will. Bleib hier mal ruhig kurz stehen. Ja. Lächeln ist berechtigt, was wir gut gemacht. Komm mal zu dir. Aber ist schon nicht ohne. Muss mal überlegen, wie du am Anfang gefahren bist. Ja. Du hast dem Gespann am Anfang nicht zugetraut. Ne, null. Gar nicht. Es geht viel mehr, als man denkt. Du könntest sogar noch ein bisschen besser sitzen. Ja. Wenn du mal die Hände vor 3 nimmst und nehmen wir die Schulter hinten am Sitz an. Die Schulter anlegen. Und jetzt lenk mal mit der Hand bis da oben. Merkst du? Geht nicht. Geht nicht. Muss weiter nach vorne. Lehne muss steiler ran. Siehst du? Da geht das schon los. Daniels nächste Aufgabe: rückwärts fahren. Die Schwierigkeit besteht darin, den Hänger zwischen Pylone und Fahrstreifen zu halten. Was rein, da hinten geht schon Wasser an. Ich werde verrückt, ey. Alter Melli, ey. Was passiert jetzt? Also du beschleunigst auf 50 Stundenkilometer Maximum, nicht schneller. Ja. Und wenn du hier zwischen diesen beiden Pylonen mit der Stoßstange bist, versuchst du auf kürzestem Weg stehen zu bleiben. Ziel ist wirklich Stillstand. Vollbremsung. Ja, das, was du darunter verstehst. Also, probier mal. Ich kann jetzt schon sagen, nach dieser kurzen Erfahrung, mal sehen, ob sich das festigt, dass man mehr und mehr Vertrauen zu seinem Gespann kriegt und eben auch zu dem Wohnwagen, der hinten dran kommt. Ist am Ende auch nur eine Beziehung, wie man merkt. alles in Deckung, Herr, komm. Nee, das war schön mit euch. Vollbremsung mit zum Ding hinten dran. Ja gut, auf 50 km/h. Alto Belli, ey. 30. 40. Und Vollbremsung. Atmet er? Er atmet. Ja, er atmet noch. Das war gar nicht so verkehrt, hör mal. War okay? Wir haben ja beim Zugfahrzeug schön das ABS-Regeln gesehen, jedenfalls vorne. Ja. Hinten nicht, da muss noch ein bisschen mehr Bremsdruck drauf. Aber der Anhänger hat voll blockiert, ist richtig in die Bremsung reingegangen. Das war richtig gut. Irgendwas unangenehm gewesen dabei? Nee, eigentlich nicht. Dieses Ruckeln nur so ein bisschen, aber das ist eigentlich okay gewesen, muss ich sagen. Für Daniel ist klar, er will gleich nochmal ran. Auf geht's zum nächsten Versuch. Das ist eine mega Erfahrung. Ich Ach so. hätte gedacht, dass der noch mehr schiebt von hinten. Das geht eigentlich. Denk mal, das ist gar Ja. nicht so schlimm, ne? Ja. Und was ich dir eben sagte, wenn du mal den erst anbremst und dir die erst in die Bremse reinholst, wenn man so ein geliehenes Fahrzeug hat, immer erst mal gucken, wie die Bremse anspricht. Das kann manchmal ganz giftig sein. Ne? Ja. Aber so wie hier ist das perfekt. Und da braucht man keine Angst haben. Aber hier war die Bremswirkung wirklich super. Ist eine echt Top-Erfahrung, muss man wirklich sagen. Nun steht Daniels Wohnwagenurlaub nichts mehr im Weg. Den Traum vom neuen Wohnwagen können sich Campingfans ab 25.000 € erfüllen. Wer sparen will, dem reicht ein Gebrauchter ab 16.000 €. Dieser ist zudem sofort verfügbar. Für Neu- und Gebrauchtwohnwagen gilt, sie sind sehr wertstabil. Meine 3 Erkenntnisse. Erstens, der große Vorteil, den mir alle Wohnwagenfans genannt haben, man ist vor Ort mobil.
Zweitens, wenn Sie jetzt gerade einen neuen Wohnwagen kaufen wollen, dann rechnen Sie bitte viel Wartezeit mit ein. Und drittens, das Fahrradtraining fand ich persönlich richtig gut und hat mir richtig viel gebracht. So finde ich es eine sinnvolle Investition für Anfänger. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und immer gute Fahrt. Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt, wie machen Sie denn eigentlich Urlaub? Schreiben Sie das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren WDR-Reisekanal und ganz wichtig, aktivieren Sie die Glocke, dann verpassen Sie keines unserer Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen.